Ja, wir haben ziemlich gut geschlafen, sind ziemlich zerknautscht. Jetzt geht es mal zum Frühstücken und danach starten wir dann in die Tour mit den meisten Höhenmetern. Sind wir schon ein bisschen gespannt. Das Wetter ist derweil extrem schön. Ja, passt. Viel Spaß! So lässt sich's frühstücken, oder? So, die Kahn ist noch am Aufbauen. Ja, das ist schon fertig. Hier mal eine Übersicht über die gesamte Tour, wobei uns die heutige Etappe von Galeatta bis nach Benabilli führt. Insgesamt legen wir 94,9 Kilometer und 2430 Höhenmeter zurück. Ah ja, Italien. Um jedes Eck eine Burg oder eine Kirche. Wahnsinn da. Jetzt sind wir schon wieder kurz, hat nicht lang gedauert. Bei der Steigung wird es warm und die Sonne brennt jetzt echt runter. Richtig schön. Jetzt fühlt man sich wie in Italien. So, da ist der Hügel geschafft. 2 kommen noch. Haut schon rein. Also echt immer zwischen 12 und 14%. Kurze Schiebeeinheit. Nur damit ich wegkomme. Ja, ja. Und, gut gegangen. Ja. Ja, besser als befürchtet. Ja, aber auch weil einfach nicht viel Verkehr war. Das ist herrlich. Und deswegen war es möglich, dass wir wirklich schön Schlangenlinien und halt auch bei jeder Kurve am äußersten Punkt fahren hat. Voll. Wir haben jetzt auch schon die erste Begegnung mit den italienischen Hirtenhunden gehabt. Allerdings waren sie zum Glück noch hinterm Zaun und ein bisschen versteckt in der Schafsherde. Jo. Also wir hoffen mal, dass wir alle, die wir jetzt sehen, nur hinter Zäunen sehen. Es ist so arg da. Da sagt es jetzt 18%. Heißt, vorhin waren es angeblich 14 und am Ende waren es 19. Schauen wir mal, auf wie viel wir jetzt kommen. Schaut, im Durchschnitt 17%. Ist das nicht schön? Wahnsinn. Da sind wir aber. Hey, das ist so schön da. Geht's gut? Ja, geht gut. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Bundesstraße, circa 8 Kilometer. Und dann geht es langsam wieder in ein paar Steigungen rein. Das war jetzt echt total faszinierend da oben. Einfach, es hat ein bisschen so ähnlich ausgeschaut wie damals in der Südtoskana. Niemand unterwegs, irgendwie gehört die Straße nur einem selbst. Herrlich, beeindruckend. Ja. So, jetzt sind wir kurz vor dem nächsten Anstieg. Jetzt haben wir uns gedacht, jetzt gibt es einen kleinen Kaffee. Ist auch erst 11 Uhr. Ja, So eben. Dürfen wir noch einen Cappuccino trinken. Cappuccino trinken. Genau, dürfen ohne, dass noch. uns blöd anschauen. Ja, voll. So, die Karin ist kurz mal shoppen gegangen und was haben wir Schönes? Haribo. Pistazienkerne, Aha. Fonte di Proteini und Cashewnüsse. Super. Perfekt. Und weiter geht's.
So, rauf geht's auf dem Monte Boso. So, wieder mal, was haben wir? Straße gesperrt. Ja, beziehungsweise privat, ja. Hat uns eine Wache kurz darauf hingewiesen. Genau, aber wir haben gerade gesehen, da geht es auch rauf. Also ist kein Problem. Oben führen die Straßen wieder zusammen. Wahrscheinlich ist das die schönere Version. So, das ist jetzt das ominöse gesperrte Gebiet, wo wir nicht hin dürfen. Ja, wir sind am Rätseln, was es ist. Lasst mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was Ja. das sein könnte. Wenn man es sieht. Wenn man es sieht, genau. Hui, da stinkt. So, das ist jetzt eine Mutprobe für die Nase. Zum Glück kann sie nicht riechen. Da wären wir sonst drauf kommen, wenn uns der nette Herr nicht umgeleitet hätte. Man muss schon sagen, weil wir vermuten ja, dass das irgendwie so Eier- oder Hühnchenproduktion da rum ist. Aber wie man so sieht, ja, echt gut gesichert. Nochmal ein bisschen steil, 18%. Ja, aber wir sind gleich oben. So, schaut, jetzt haben wir die Wand, dann kommt nur noch eine. So, die Karin hat jetzt noch einen Aussichtspunkt gespottet. Ja, da müssen wir natürlich noch rauf. Bandano. Was magst du denn? Americano. So, da. Jetzt sitzen wir echt bei einem richtig tollen Café, was ziemlich, glaube ich, viel mit Fahrradfahren zu tun hat. Da sind wir jetzt vorbeigefahren und haben wir dann gesagt, na okay, da müssen wir rein. Jetzt essen wir was, Ja. Cola dazu. Ja, Ja, genau. Ein bisschen eine Stärkung dazwischen. Da hinten sieht man schon San Marino. Ja, wir glauben es, oder? Ja. Wahrscheinlich ist es da. Da. Ihr seht es fix nicht. Ja, genau. Weiter geht's wieder. Biadina genossen. Lecker war's. Ein bisschen teuer, aber passt schon. Golde Porto. Aha. So, unten angekommen. Wunderschöne Abfahrt war das jetzt. Ich hoffe, ihr habt es auch genießen können. Jetzt geht es wieder ein bisschen flach dahin. Das ist immer wieder angenehm. Bis zur letzten Kassensteigung. So, wir schauen jetzt auch, dass wir so schnell wie möglich eigentlich weiterkommen. Keine Pausen mehr. Durchziehen. 30 Kilometer sind es noch. Ich glaube 800 Höhenmeter. Weil so ganz gut ausschauen tut es nicht. Und seit wir in Karwendel so von einem Gewitter erwischt worden sind, ja, schauen wir, dass wir die, wenn es möglich ist, vermeiden. Der letzte lange beginnt. 600. Ja, schön knackig. Und am Ende zur Unterkunft nochmal 230 Höhenmeter rauf. Inzwischen hat es schon mal gedonnert. Es ist aber noch trocken. Trotzdem, das Donnern, das bringt nochmal Energie in die Beine. Jetzt ziehen wir die Regenjacke an. Nicht wegen Regen, sondern wegen dem Runterfahren. Das ist ein bisschen frisch. Jo, und dann hoffentlich geht es schneller runter. Und übrigens, muss ich noch mal kurz schauen. Okay, wir sind auf 790 Meter oben. Angeblich der höchste Punkt der ganzen Tour.
Jetzt aber wirklich der letzte Anstieg für heute. 223 Meter rauf. Das wird zwar auch nochmal eine ziemliche Wand, aber dann sind wir angekommen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Magnesium nehmen müssen. Mir hat es gerade ein bisschen den Kreislauf zusammen. Das auf die letzten Meter. Naja. Man trotzdem schön. So, da. Jetzt sind wir angekommen, ha? Wir haben jetzt dann gerade Tisch reserviert fürs Abendessen und sind so ungefähr ein paar hundert Meter von unserem Ziel entfernt. Allerdings sind wir uns gerade nicht so richtig sicher, ob der Matthias die Adresse ins Navi eingeben hat. Deswegen schauen wir da jetzt noch einmal an einem wunderschönen romantischen Ort. Ja, aber damit wir einfach nicht zu viel fahren. Ah ja. So, da. Die Karin ist jetzt mal einkaufen gegangen. Ich habe keinen Schnickers, ich habe Schokolade mit Nüsse. Das geht Ganze auch. Nüsse. Und Bier? 3. 3 Bier, okay. Ja, sie weiß schon, was wir brauchen, gell? So, wir suchen gerade noch. Ich glaube, wir sind angekommen. Geschafft haben wir es. 94 Kilometer. Und was haben wir? 2400 Höhenmeter. So, da, wir sind bereits in unserem Zimmer. Ja, jetzt gehen wir mal duschen, richten uns zusammen, chillen noch ein bisschen und dann gehen wir essen. Jo, tschüss. Und hier seht ihr noch die letzten Kilometer bis zu unserer Unterkunft.